Es ist ja so einfach und trotzdem machen es fast alle Mieter bei der Verhandlung falsch. Wie funktionieren Verhandlungen bei Mietwohnungen? Wie verhandelst du erfolgreich mit dem Vermieter oder dem Makler? Solltest du bei der Wohnungssuche überhaupt mit dem Anbieter verhandeln oder ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt? Das erkläre ich dir in diesem Beitrag. Ich erkläre dir die Grundlagen von Verhandlungen bei der Wohnungssuche. Du erfährst, wann sich eine Verhandlung lohnt und wie du ansetzen kannst, ohne direkt rauszufliegen. Zum Schluss verrate ich dir noch den Trick 17 bei Verhandlungen mit Makler oder Vermieter. Es ist ja so einfach und trotzdem machen es fast alle Mieter bei der Verhandlung falsch und deshalb scheitern sie auch und kriegen die Wohnung dann nicht. Also bleib bis zum Ende dran, du wirst deinen Konkurrenten einen Schritt voraus sein. Mein Name ist Richard Nietzsche, ich bin Immobilienmakler in Frankfurt, aber auch bekannt als der Mietercoach. Zum Thema Wohnungssuche habe ich sogar schon einmal ein Buch geschrieben. Wenn du an Verhandlungen bei der Wohnungssuche denkst, kommt dir sicherlich der Preis in den Sinn. Das ist auch richtig, der Mietpreis ist ein Punkt, den du bei der Wohnungssuche verhandeln kannst. Es gibt aber noch viele andere Verhandlungsansätze, zum Beispiel den Renovierungsstand, das Inventar, den Vertragsbeginn oder die Mindestmietdauer. Zu jedem dieser Punkte gibt es eine ganze Menge Wissen. Hinter jedem dieser Bullet Points verbirgt sich übrigens auch oft die Begründung, warum du rausfliegst und eine Wohnung nicht bekommst. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann folg einfach dem Link unter dem Beitrag, da kommst du zu meiner Homepage und hier helfe ich dir bei der Wohnungssuche und beantworte dir viele Fragen. Bevor du anfängst, an einem Mietangebot zu verhandeln, solltest du erst einmal definieren, was du von dem Angebot überhaupt willst. Wenn du verhandelst nur um der Verhandlung willen, dann wird die Verhandlung schief gehen. Ich habe das öfters, der Interessent sagt dann den typischen Satz in der Besichtigung: Ja, kann man denn da noch was machen beim Preis? Das führt bei mir, und da bin ich sicherlich nicht der Einzige, bei vielen anderen Vermietern sicherlich auch dazu, dass du rausfliegst vor dem gesamten Prozess. Warum? Weil ich mir ja im Vorfeld über das Angebot Gedanken gemacht habe und du damit unterschwellig signalisierst, dass du mich oder mein Wohnungsangebot eigentlich gar nicht ernst nimmst. Insbesondere, weil die Frage pauschal gestellt ist und man das so schon tausendfach gehört hat. Wenn du also deine Chancen schmälern willst, die Wohnung zu bekommen, dann musst du die Frage stellen: Ja, kann man denn bei dem Preis noch was machen? Also frag dich mal zuerst, warum möchte oder muss ich denn überhaupt verhandeln? Und frag dich gleichzeitig, warum sollte ich als Vermieter deinem Verhandlungswunsch nachgeben? Verhandlung bedeutet ja, dass ich mich schlechter stelle als das Angebot, das ich am Markt zeige. Warum sollte ich das machen? Es gibt eine ganz einfache Antwort: Weil es mir als Eigentümer auch was bringt. Frag dich zuerst, wo passt das Angebot für mich nicht und warum nicht? Liegt es zum Beispiel daran, dass der Vertrag zu früh oder zu spät beginnt? Ist tatsächlich die Miete zu hoch? Fehlt dir das Geld für die Kaution? Passt was an dem Zustand der Wohnung nicht? Oder findest du die Wohnung toll, aber du sollst irgendeine Einbauküche kaufen? Gibt es ein Problem mit der Mindestmietdauer? Jeder einzelne Punkt lässt sich verhandeln. Für jeden Punkt gibt es ein spezielles Vorgehen. In diesem Beitrag muss ich aus Zeitgründen leider ziemlich generell bleiben, aber in meiner Sprechstunde befasse ich mich immer wieder mit dem Thema Verhandeln. Folg dem Link dafür, melde dich kostenlos zum Newsletter an, dann bekommst du die Sprechstunden immer zugeschickt. Also überlege dir, wie wahrscheinlich wird der Anbieter auf deine Forderung eingehen? Was kannst du ihm dafür geben? Warum sollte er auf deine Forderung eingehen? Ein Beispiel: Du willst den Mietpreis verhandeln, du findest die Wohnung toll, aber sie ist für dich 150 oder 250 Euro zu teuer. Macht es hier Sinn, den Mietpreis zu verhandeln? Stellen wir uns doch mal 2 Inserate vor. Das erste Inserat steht seit 3 Wochen online. Du fragst an, wirst direkt in die Besichtigung eingeladen. Es ist ein Einzeltermin, der ist nur für dich und der Makler oder der Privatvermieter kommt extra zur Immobilie. Das zweite Inserat hast du heute das erste Mal gesehen. Du fragst an und es passiert entweder erstmal gar nichts oder du bekommst eine standardisierte Antwort. In der Besichtigung triffst du andere Interessenten oder mindestens merkst du, dass dir der Termin vorgegeben wird. Du wirst nicht gefragt, wann du kommen willst. Bei welchem der beiden Angebote macht es wohl Sinn zu verhandeln? Natürlich beim ersten. Hier kannst du den Preis vermutlich verhandeln. Zumindest ist da eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben. Bei der zweiten Wohnung ist der Druck offensichtlich so hoch, dass der Vermieter überhaupt keine Veranlassung hat, auf deinen Verhandlungswunsch einzugehen. Hier wirst du vermutlich rausfliegen, wenn du beginnst zu verhandeln. Wann verhandelst du trotzdem? Wenn dein Verhandlungskriterium ein sogenannter Showstopper für dich ist. Das bedeutet, du weißt für dich: Erfüllt das Angebot dieses Kriterium nicht, kann oder möchte ich die Wohnung nicht mieten. Dann verhandelst du selbst bei schlechten Chancen, weil die Alternative zur Verhandlung ist ja, dass du die Wohnung nicht nimmst. Das ist dann dasselbe wie eine Absage, nur dass du bei der Verhandlung zumindest noch eine Chance aufmachst, dass es klappen kann.
besonders mit diesem Trick 17, der kommt aber gleich. Aber eigentlich ist es ja bisher recht logisch, was ich dir erzähle, oder? Deshalb habe ich dir am Anfang gesagt, du sollst dir genau überlegen, was du von dem Angebot willst. Da können wir in der 1:1 Beratung übrigens nochmal über dein Problem im Detail reden. Folg dafür dem Link unter dem Beitrag, wenn du mit mir mal über deine persönliche Wohnungssuche sprechen willst. Überleg dir bei der Verhandlung, was du dem Eigentümer oder dem Makler im Gegenzug anbieten kannst. Hier ein Beispiel. Du willst weniger Miete zahlen, aber du bist selbst Handwerker und die kannst die Wohnung selbst renovieren oder sogar sanieren. Dann mach dem Eigentümer folgendes Angebot jetzt als Beispiel. Du übernimmst die Wohnung komplett unrenoviert und verpflichtest dich vertraglich bei Auszug perfekt zu sanieren. Noch besser ist für den Eigentümer natürlich das Angebot, wenn du den Altbau unrenoviert übernimmst und ihm das Bad fachgerecht sanierst und ihm anbietest, nur die Materialkosten in Rechnung zu stellen. Dafür musst du allerdings natürlich Handwerker sein, aber du verstehst jetzt das Vorgehen, was ich meine. Denk dabei an eine Waage. Wenn du rechts von deiner Seite etwas wegnimmst, dann nimm links von der Seite des Eigentümers auch etwas weg, um die Waage im Gleichgewicht zu halten. Oder erinnern wir uns an unsere beiden Beispiele mit den Inseraten. Erkenne, wo das Problem ist und schlag genau in diese Kerbe bei der Verhandlung. So, also jetzt Trick 17 für die Verhandlung. Das macht wirklich kein Interessent bei der Verhandlung. Deswegen kannst du dich damit echt gut voranbringen, obwohl du verhandelst. Warum macht es keiner? Weil alle immer nur an sich denken und daran denken, was sie selbst für sich wollen. Jetzt kommt der Trick. Frag den Makler oder den Vermieter. Beim Privatvermieter geht es noch besser, schon in der Besichtigung, was er denn vom Mieter will und was ihm besonders wichtig ist, und baue deinen Verhandlungssatz genau auf diesem Punkt auf. Du willst 200 Euro weniger bezahlen? Super. Der Vermieter sagt dir in der Besichtigung, ich will einen langfristigen Mieter, weil die Vermieterei immer stressig und teuer ist. Da baust du genau drauf auf und argumentierst, ja, ich würde mindestens 4 Jahre bleiben und das auch vertraglich garantieren, im Gegenzug für eine geringere Miete. Das musst du natürlich schöner argumentieren, dass du es richtig funzt, aber du verstehst sicher, was ich hier meine. Die absolute Musterlösung für dein Problem erarbeiten wir am besten zusammen. Wenn dir das aber schon geholfen hat, dann lass mir ein Like da und ein Abo. Auf meinem Kanal bekommst du immer wieder Tipps für die Wohnungssuche. Bis bald!